Ja, hallo liebe Leute, neues Video hier zu FreeCAD nach langer Zeit. Es hat ein bisschen gesundheitliche Probleme gegeben und jetzt sind die aber, so hoffe ich, erstmal vorbei und ich kann wieder Videos machen. So, da haben wir die Webcam und hier haben wir das Messer von diesem Mixer und dann haben wir als Werkzeuge hier die sogenannte Profile Gouge aus dem Actionmarkt für 2-3 Euro oder sowas in der Kante. Und das ist ein cooles Teil. Und auch das hier ist aus dem Actionmarkt ein Messschieber. Das kriegt ihr natürlich auch überall woanders im Internet bestellen oder wie auch immer. Und diese Profile Gouge hier, das ist wirklich eine coole Sache. Und das möchte ich euch hier zeigen. Das nutzen wir für das Vermessen von diesem Anschluss hier. So, wie nutzt man das? Also die Profile Gouge, die hat hier so einen Steller und damit kann man das hier scharf stellen und dann sind diese vielen Fühler hier alle beweglich und dann kann man das später zum Beispiel auf den Scanner legen und einfach einscannen und hat dann ein Abbild einer Kontur. Hier in dem Fall möchte ich das aber zum Messen nutzen. Das heißt, wir stellen das erstmal wieder auf 0, so dass die alle drin sind. Und von welcher Seite man misst, das ist eigentlich egal, ob es von links oder rechts. Und mit diesem Hebel hier, da kann man das Ganze dann fixieren vor dem Messen. So, jetzt haben wir hier, das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, ein Sechseck. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier so diagonal über die Außenseite und drücken das einfach hier so rein. Das muss man schon vernünftig machen. Aber man kann natürlich auch immer noch ein bisschen Maß drauf geben. Ja, versuchen wir es mal so. Den nehmen wir ruhig mal noch mit. So, da hat man jetzt die Abmaße und dann kann man das hier fixieren. Jetzt kann man den Messschieber nehmen, aktivieren, der ist auf Millimeter und wir nullen den und jetzt kann man hier die Maße abnehmen. Also zum Beispiel, wie breit ist denn das an der Außenseite? Dann nehmen wir ruhig das Maß hier. 27 Millimeter. Wir können das auch hier abnehmen mit dem Messschieber. Und da sehen wir hier 25 mm, 25,4. Wie gesagt, wir können es auch ruhig hier an dem Teil abnehmen. Also das, wie gesagt, das ist ein Sechseck und das hat 6 so Kanten außen mit dem Maß von 25, 26 mm. Wir können ruhig die 27 nehmen, weil hier unten wird das 27 sein. Und dann haben wir hier dieses Maß hier. Wie ist denn das Teil innen? Da ist es nur 20 mm. Okay, und das muss halt ein Loch sein, was in diesem Teil, was ich da konstruieren möchte, damit das da drauf gesetzt werden kann. Okay, ich mache die Webcam mal kurz aus wieder und dann können wir einfach damit loslegen. So, Webcam ist aus. Wie gesagt, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Und damit danke fürs Zuschalten und dann machen wir mal weiter mit dem Video hier. So, FreeCAD ist offen. Ich mache eine neue Datei und dann fangen wir direkt mit einem neuen Körper an. Ich wechsle hier auf diesen Modellbaum und dann machen wir hier einen neuen Körper. Dem können wir jetzt auch einen Namen geben, zum Beispiel TM, so heißt dieser Mixer aus Wuppertal, TM-Adapter, nennen wir das ruhig. Und der kriegt jetzt erstmal ein bestimmtes Maß und zwar, der soll ja da drauf sein und auch
ich sag mal, ein bisschen Übermaß muss er natürlich haben, weil das Loch ja da reinkommt. Also dann können wir ruhig 30 mm machen, rund. Also fangen wir hier an, machen eine neue Zeichnung. Die kommt einfach auf die XY-Ebene und das wird einfach ein Kreis, der kommt mittig hierzu. Der kriegt jetzt einen Durchmesser, das machen wir mit dieser Funktion hier, von 30 mm. Nicht 3 mm, nein, 30 mm. Können wir nochmal drauf gehen. 30 mm. So, das ist... Da muss man sich überlegen, wie hoch soll das Ding sein. Also der kann auch locker 35 mm werden. Also machen wir hier direkt eine Aufpolsterung von 35 mm. So, jetzt möchte ich nicht hier unten dieses Loch rein konstruieren, sondern hier oben. Hier unten mache ich dann noch gleich was dran, dass man das so richtig schön, dass man da ein bisschen Kraft drin kriegt, ein Kreuz da drauf konstruieren. Schaue ich mir gleich an. Aber jetzt kommt hier eben die sogenannte Bohrung rein, damit eben dieser Arm hier, dieses Teil hier reinpasst. Wie gesagt, ich kann das immer wieder einblenden. Ich hoffe, die Webcam läuft noch. So, ich kann das hier immer einblenden und wenn es nicht kommt, ist auch nicht schlimm. Dann hat die Webcam einen Absturz, das kommt schon mal vor. Und das möchte ich da jetzt rein konstruieren. Gut, dann machen wir hier, das wird selektiert, eine neue Zeichnung. Und dann müssen wir uns erstmal was machen, damit wir ein Sechseck konstruieren können. Das machen wir, indem wir hier das auf Konstruktionslinien umstellen. Und zwar, die möchte ich hier waagerecht haben. So, und dann habe ich jetzt noch 3 weitere Linien. Einmal so, einmal so. So, dann wird die läuft dadurch. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Und die läuft natürlich auch durch diesen Punkt. Und das wird auch hiermit gemacht. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Und jetzt müssen noch die Winkel entsprechend eingerichtet werden. Also machen wir erstmal hier den Winkel. Was haben wir da? Winkel. So, der wird, wir haben 360 Grad durch 6. Das können wir hier ruhig eingeben. 360 geteilt durch 6. Das sind 60 Grad. Und dann haben wir zwischen denen auch 60 Grad. Können wir direkt eintippen, die 60 Grad. Und dann haben wir die Konstruktionslinien hier fertig. So, jetzt machen wir einen Kreis da rein. Und noch einen Kreis. Und ich muss noch weitere Linien hier einkonstruieren. Und zwar einmal die. Und die mittelhalbierenden hier. Einmal die hier. Und einmal die hier. Und die wird auch hier halt, läuft auch durch diesen Punkt. Also jetzt gucken wir mal, welche Kreise, was haben wir bisher bemaßt. Also einmal haben wir dieses Maß und jetzt müssen wir noch das hier bemaßen. So, das ist ein Winkel von 30 Grad. So, und dann haben wir noch den hier. Genau. Und der wird dazu 180 minus 30 Grad. 150 Grad.
So, jetzt haben wir die Hilfskonstruktion fertig. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, was hatten wir da gemessen. So, bitte nimm es nicht übel, wenn die Webcam jetzt nicht mehr laufen sollte. Das macht die schon mal. Also hier haben wir, wie gesagt, Außenmaß 25. Da machen wir aber ruhig die 27. Ja, machen wir 27. Und das Innenmaß hier, das kann auch ruhig dann ein bisschen größer sein. Da haben wir 20, da machen wir mal 22. Also wird erstmal der Kreis hier bemaßt. Das sind 27 mm. Und der Kreis hier, der wird bemaßt mit 22 mm. So, gucken wir uns das mal an. So, das heißt, wir müssen jetzt hier so eine Form drauf konstruieren. Würde ich mit Splines machen in dem Fall. Und da ruhig ein geschlossenes Spline nutzen. So, die 30 mm hier. Ach komm, das passt. Also, fangen wir mal an zu konstruieren. Ich wechsle jetzt hier wieder auf den Standardmodus, dass wir wieder was zeichnen, was hinterher auch genutzt wird. Hier machen wir ein Spline durch Kontrollpunkte und zwar geschlossen. Und dann fangen wir hier an. Das soll außen sein, das innen, außen, innen, außen, innen, außen, innen, innen, außen, innen und rechte Maustaste. So, und jetzt kann man diese Punkte noch verschieben. Das heißt, ich habe die jetzt hier auf diese Linien gelegt und dann kann man das jetzt so machen, dass die da wirklich bis da dran fahren. Ich verschiebe das hier mal gerade so ein bisschen. Ich hoffe, ich hatte nicht die ganze Zeit die Kamera an, aber ist auch nicht schlimm. Ich hoffe, so. Ne, der soll nicht da drauf sein. Den müssen wir mal gerade hier löschen. Das kommt raus. Und der wird darauf gelegt. Dann können wir den jetzt auch bewegen. Der ist auch falsch hier. Das heißt, der muss da drauf. Können wir den jetzt auch da dran fahren. Den auch. Der ist wieder falsch gewesen. Also die beiden und du bitte da drauf. So, der ist wieder richtig hier. Den haben wir ja auch schon gemacht. So, jetzt müssen wir die inneren hier gucken. Der ist, glaube ich, auch falsch hier. Ja, der hängt auf dem. Das heißt, du kommst bitte da drauf. Du Punkt da drauf. Gucken wir den mal an hier. Der ist richtig. Der ist wieder falsch. Du kommst da drauf. So, der ist leider auch nicht dahin gekommen, wo er hin sollte. Da drauf. Und der sieht richtig aus. Okay. Und dann können wir die jetzt noch hier so schieben, dass die da so richtig schön drinnen enden.
Man sieht dann auch, wenn man die hier vernünftig ranzieht, auf allen Seiten gleich, dann muss man die äußeren vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das sieht man hier und da und hier auch. So, gucken wir uns den mal in Gesamtheit an. So, jetzt könnte man natürlich noch hergehen und diese Kreise hier zusätzliche Kreise machen, auf denen dann die Punkte liegen. Aber ich denke, das ist übertrieben. Das wäre dann das Genaueste. Was wichtig ist, dass die Maße hier möglichst nicht kleiner sind. Vielleicht sogar ein bisschen überstehen. Und dasselbe auch im Innenbereich. Das heißt, dass der über dem steht, über dem Kreis. So. So, der sieht ganz vernünftig aus. Der muss auch noch ein bisschen raus. So, der ist so. Der ist gut. Der ist auch gut. So, das soll es gewesen sein für die Zeichnung. Und das können wir jetzt da reinfräsen. Und ich hoffe, die Webcam läuft noch. So, dann können wir hier jetzt das Maß nehmen. Wie tief muss das rein? Mindestens so tief wie das Teil, aber nicht tiefer. Also machen wir mal 14 mm. So, eine Tasche von 14 mm. Und dann kann man schauen, ob man das hier nicht vielleicht sogar noch runden kann. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier runden können. Ja, das klappt nicht. Gucken, 0,5. Jo, das klappt. So sieht das Teil dann aus. Das wird da unten drauf gesteckt. Und dann können wir hier uns jetzt noch überlegen, dass wir da ein Kreuz reinmachen. So, wie machen wir das am besten? Ich würde vorschlagen, wir gucken uns das von der Seite an. Also das Kreuz muss da unten hin. Und da zeichnet man jetzt einfach... Gucken wir mal, wir machen mal die Achsen sichtbar. Hier auf der XZ-Ebene. Auf der. Da möchte ich eine Zeichnung anlegen. Und zwar einfach einen Kreis. So, dann können wir uns das so anzeigen. So sieht das dann aus. Und dann können wir die wieder unsichtbar machen, also mit der Leertaste. So, ich habe mal oben die Tasten angemacht. Also mit der Leertaste schaltet er Sachen unsichtbar. Also den Sketch zum Beispiel. Und dann könnt ihr hier den Sketch anmachen. Und mit dieser Funktion hier, da konstruiert man dann im Schnitt, dass man auch sieht, was man konstruiert. So, dann kriegt das hier einen Durchmesser. Machen wir 7 mm. Und das kriegt hier einen Abstand. So, das machen wir mit der hier von 4 mm. Und ist hier auf dieser Linie, liegt das auf. So, dann können wir aus dieser Zeichnung, die sehen wir jetzt gar nicht hier, kann die aber sichtbar machen. Wenn man die unsichtbar macht, dann sieht man es. Da machen wir jetzt ein Pad raus. Der wird symmetrisch zu einer Ebene.
Und dann muss man hier noch die Abmessung. Wie breit wird das denn? 20. Ja, das ist zu wenig. 40. Ja, das kann noch ein bisschen mehr werden. 60. So zum Beispiel. Und so, dann kann man das so jetzt schon nutzen. Wenn man das druckt, dann macht man das am besten so, dass man das wirklich hier unten hinlegt. Also das Ding hat ja einen 7 mm Abstand, also wird das hier 3,5. Und dann kann man hier eventuell noch unten ein Rechteck drunter setzen. So. Das wird symmetrisch dazu, also die beiden und die Achse, dann Taste S oder diese Funktion hier wählen, dann kriegt das ein Maß von 3 mm. So, das wird hier, das kommt auf diese Achse, dann über die Funktion hier. Und das Maß hier, das spielt jetzt keine Rolle, weil ich mache jetzt Folgendes. Ich wähle diese Funktion hier, Kante zuschneiden und dann selektiere ich einfach, was weg soll. Und zwar das und das. Und den können wir einfach so rausnehmen. Und dann habe ich hier jetzt unten so eine Kante und dann kann man das schön drucken. So, dieses Pad hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim Pad geht. Schauen wir mal. Klappt das? Ja, das klappt. Das heißt, wir machen hier aus diesem Pad ein polares Muster. Und das wird hier aber auf 180 Grad eingestellt. Also, nee, sogar auf 90, ne? Ja, 90. Und dann brauchen wir hier einfach nur OK zu drücken und dann haben wir so ein Kreuzer unten drin. Und das ist auch druckbar hier mit diesen Sachen hier. Und dann können wir hier nochmal eine Rundung dran machen von 0,5 mm. Ja, das kriegt er nicht hin. Gucken, warum nicht. Vermutlich hier. Dann versuchen wir es hier. Okay, das klappt. 0,1. Das klappt aber auch noch mehr. 0,3. So, dann ist das noch besser druckbar. Dann machen wir das hier auch. Steuerung-Taste. Dann machen wir die jetzt auch noch dazu. Und die beiden hier. Du bitte 0,3. Okay. So, du da. Und du auch. Das klappt nicht.
Ne, da kriegen wir keinen rein. Dann lassen wir es einfach. So, und damit haben wir den... Der kann jetzt so gedruckt werden. Und den kann man dann unten aufsetzen und kann den Topf halt auf den Kopf drehen und dann mit dem Teil links und rechts das bewegen. Und dann fällt der Teig da raus und löst sich halt leicht aus dem Topf. So, das war es auch schon zu dem Video. Das Teil hier, vielleicht veröffentliche ich das, veröffentliche ich das auch nicht, das weiß ich noch nicht. Also nochmal, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!